Curtainsider versus Bordwandsider. Der Krone Profiliner kann selbstverständlich sowohl als auch, und beide haben auch die stabile Stahlstirnwand, und bei beiden gibt es auch die weit auseinanderstehende Verschraubung der Heckrungen mit den entsprechend ellenlangen Schrauben zur Vermeidung von Vorspannkraftverlusten. Aber wann empfiehlt sich welcher? Der Curtainsider ist schnell geöffnet zur seitlichen B- und Entladung. Das erfordert beim Bordwandsider schon etwas mehr Zeit. Zur Verstärkung des Formschlusses zur Seite bekommt der Curtainsider eine Palettenanschlagleiste, entweder aufgeschweißt oder angeschraubt. Und da schlägt die Sternstunde des Bordwandsiders, nämlich genau dann, wenn die nur 20 mm hohe Palettenanschlagleiste an ihre Grenzen kommt, wie zum Beispiel bei Fassware. Da braucht es schon eher eine 550 oder gar wie hier 750 mm hohe Alu-Bordwand. Oder wenn einzelne Verlader oder gar eine ganze Branche das fordern, wie zum Beispiel die Chemie. Und die Chemie muss bekanntlich stimmen. Das horizontale Spannen der Plane geschieht bei beiden mittels der Spannratsche im Heck. Das vertikale Spannen der Plane kann allerdings variieren. Beim Curtainsider mittels der üblichen Planenspanner und beim Bordwandsider mittels Spanngummis im Zickzackverschluss. Zoll sicher mit dem Zollseil durch die Bügelkrampe. Und wenn TIR nicht im Vordergrund steht, wird das Gummiseil direkt unter die Planenkrampe in R-Ausführung gespannt.